Bevor das Flugzeug den Boden berührte und weiter abstürzte, begann ich plötzlich etwas zu fühlen. Ein Kraftfeld des Friedens schien auf mich herabzusteigen und drückte meine Angst buchstäblich hinunter. Dieses unglaubliche Gefühl von Ruhe und Frieden überkam mich. Dann hörte ich eine männliche Stimme in meinem Kopf, obwohl ich zuvor nie eine innere Stimme gehört hatte. Und die Stimme sprach klar: Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Ich heiße Dr. Yvonne Kaysen in der Sendung Willkommen. Wie geht es Ihnen, Dr. Yvonne? Mir geht es sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du in die Show gekommen bist, meine Liebe. Du hattest ein interessantes Leben, gelinde gesagt, bisher. Und du hattest 5 Nahtoderfahrungen, über die wir in diesem Gespräch einige sprechen werden. Das Erste, was ich dir sagen muss, ist, was machst du? Ich meine, du stirbst viel zu oft in einem Leben. Normalerweise hat man nur eine. Hör auf damit. Du hast schon 5 hinter dir. Du wirst gierig. Meine Sichtweise ist ganz anders. Ich sehe es als Segen. Ich sehe es als Segen, dass ich 5-mal auf der anderen Seite war. Und ich sehe es als Teil des göttlichen Plans für mein Leben, weil der Geist mich in dieser Inkarnation berufen hat, ein Pionier zu sein. Der erste kanadische Arzt, der sich auf die Beratung von Menschen spezialisiert hat, die Nahtoderfahrungen und andere spirituell transformierende Erlebnisse hatten. Und wie der Geist mich dazu gebracht hat, war, indem er mir diese Erfahrungen gegeben hat, damit ich aus erster Hand wusste, sie sind nicht verrückt, sie sind sehr real und tatsächlich positiv transformierend. Sie sind keine Geisteskrankheit oder einige der anderen Dinge, als die sie falsch bezeichnet werden. Nun. Erste Frage, wie war Ihr Leben vorher? Nicht Ihre erste Nahtoderfahrung. Ich weiß, dass diese als Kind geschahen. Als ich 5 war, erlebte ich meinen ersten Nahtod. Aber du wusstest nicht, dass es Nahtoderfahrungen waren, oder? Nein, das wusste ich nicht. Als Kind hat man kein Gefühl dafür, was paranormal ist oder was alle anderen erleben. Sowohl meine Nahtoderfahrungen in der Kindheit, eine mit 5 und eine mit 11 Jahren, habe ich nie als paranormal betrachtet. Es waren einfach Dinge, die mir passiert sind. Und soweit ich wusste, passierten solche Dinge auch allen anderen. Erst vor etwa 5 Jahren, als ich tatsächlich eine Präsentation über meine Nahtoderfahrungen als Erwachsener vorbereitete, weil ich bis dahin 3 gehabt hatte, nagte etwas in meinem Bewusstsein daran, diese Kindheitserfahrungen zu betrachten und zu zählen, wie viele Nahtoderfahrungsmerkmale sie hatten. Und so zählt man die Merkmale zusammen. Ja, es hat genug Merkmale, um als Nahtoderfahrung zu gelten. Und ich war schockiert und überrascht, dass, oh mein Gott, beide diese Kindheitserlebnisse. Sie qualifizieren sich als Nahtoderfahrungen, aber erst vor 5 Jahren wurde mir bewusst, dass es genau das war. Also gut, reden wir darüber. 11 zu deinem ersten Nahtoderlebnis als Erwachsener. Waren Sie spirituell? Wie war Ihr Leben, bevor Sie erkannten, dass Sie Nahtoderfahrungen hatten? Ich glaube, ich wurde von ihnen beeinflusst und habe das nicht einmal als Teenager bemerkt. Zum Beispiel, nehmen wir das als Beispiel, weil ich jetzt weiß, dass ich als Nachwirkung von meinem Nahtoderlebnis mit 5 Jahren außerkörperliche Erfahrungen gemacht habe, aber ich wusste nicht, dass es außerkörperliche Erfahrungen waren. Ich hatte dafür kein Etikett. Als kleines Kind dachte ich könnte fliegen. Und ich konnte nicht herausfinden, warum es nicht funktionierte, wenn ich es versuchte. Und ich hatte so klare Erinnerungen daran, was ich für Fliegen hielt. Jetzt weiß ich, dass das außerkörperliche Erfahrungen sind. Mein Bewusstsein begann sich zu öffnen für das Spirituelle und Paranormale, aber ich bemerkte es nicht. Als ich 11 Jahre alt war und mein zweites Nahtoderlebnis in der Kindheit hatte, war die Nachwirkung dieser Erfahrung, dass ich Geister sehen konnte, was eine häufige Folge von Nahtoderfahrungen ist, bei der Menschen mediale Fähigkeiten entwickeln. Selbst als Teenager, obwohl ich diese Erfahrungen nicht als etwas Spirituelles oder Paranormales kategorisiert hatte, denke ich, dass es dazu führte, dass ich offener wurde. Und selbst als Teenager war ich sehr interessiert,
an alternativen Weltanschauungen. Und wissen Sie, meine großen Idole, als ich ein Teenager war, die wissen, wenn sie gingen zu. Also begann ich schon in diesem Alter, mich für Yoga und östliche Philosophie zu interessieren. Ich wurde als Christ erzogen. Ich liebte die Lehren über Liebe, aber ich stimmte nicht unbedingt mit dem ganzen Dogma überein. So war ich schon, selbst bevor ich mein erstes Nahtoderlebnis als Erwachsener hatte. Aber als ich meine erste Nahtoderfahrung als Erwachsener hatte, die tatsächlich im Alter von 23 Jahren passierte, weil mit 23, Entschuldigung, das war keine Nahtoderfahrung, es war meine erste spirituell transformierende Erfahrung als Erwachsener. Ich hatte, was ich jetzt als Kundalini-Erwachen erkenne, mit einer mystischen Erfahrung. Und kaum jemand weiß heute über Kundalini-Erwachen Bescheid. Stell dir vor, damals, vor 40 Jahren, niemand hörte von Kundalini-Erwachen. Ich hatte einen Meditationskurs an der Universität im letzten Jahr meines Medizinstudiums belegt. Der Kurs versprach, dass er dir hilft, dich zu entspannen, ruhig zu bleiben, um besser zu lernen und in den Prüfungen bessere Noten zu erzielen. Daher entschied ich mich, den Kurs zu belegen, um meine Abschlussprüfungen vorzubereiten und hoffte auf bessere Noten. Als ich den Meditationskurs machte, fühlte es sich passend an. Ich denke, das sind Erinnerungen aus früheren Leben, da ich Meditation schon immer geliebt habe. Ich begann fast eine Stunde morgens und eine Stunde abends zu meditieren. Nach etwa 3 Monaten hatte ich dieses Erlebnis, während ich meditierte, hörte ich dieses laute innere Rauschen wie das Tosen eines Wasserfalls. Ich spürte, wie eine wirklich starke Energie meinen Körper hinaufstieg. Mein Bewusstsein löste sich aus meinem Körper, dehnte sich aus und füllte diesen weiten Raum aus. Und dann begann ich dieses unglaubliche Gefühl der Liebe zu spüren. Du hast das Wort Liebe hinter deinem Kopf im Hintergrund. Ich fühlte einfach diese unglaubliche Liebe. Und ich meine, ich wusste es nicht besser. Ich war jung. Ich dachte, oh, das ist es, was jeder erlebt, wenn er meditiert. Endlich beherrschte ich die Technik und dachte, oh wow, kein Wunder, dass Leute Meditation lieben. Das ist so unglaublich. Also blieb ich in diesem expansiven Zustand der Liebe, bis meine Meditation endete und dann zog sich mein Bewusstsein wieder zusammen und zu meiner Überraschung und Enttäuschung konnte ich diesen Zustand nicht jedes Mal replizieren, wenn ich meditierte. Aber das begann nun mein Bewusstsein noch weiter zu öffnen, wenn ich zurückblicke. Denn du fragst, wie war ich vorher? Hatte ich meine erste Nahtoderfahrung als Erwachsener? Das war also, als ich 23 war. Und ich begann, diese ungewöhnlichen körperlichen Symptome zu haben, von denen ich jetzt weiß, dass sie mit einer aktiven Kundalini zusammenhängen. Denn sobald die Kundalini erwacht, setzt sie sich in gewissem Maße für den Rest deines Lebens fort, besonders wenn du sie durch Meditation stimulierst. Und das tat ich. Ich meditierte immer noch jeden Tag. Und ich spürte diese Energieschübe entlang meiner Wirbelsäule. Ich konnte Wirbel von Energie in meinem Körper fühlen, besonders an meinen Chakrapunkten, den Energiepunkten entlang der Wirbelsäule. Ich bemerkte, dass ich intuitiver wurde, dass ich die Gefühle anderer Menschen wahrnehmen konnte und ich wusste, ob sie die Wahrheit sagten oder nicht, weil ich es in meinem Körper spüren konnte. Ungewöhnliche Dinge passierten mir. Als Medizinstudent musste ich mich auf meine Prüfung konzentrieren und versuchte, das zu verdrängen. Doch nach meinem Praktikum mit 26 Jahren hatte ich mein erstes Nahtoderlebnis als Erwachsener bei einem Rettungsflugzeugabsturz. Lass uns darauf eingehen. Kein Wortspiel beabsichtigt. Diese Nahtoderfahrung, mein Schatz. Im Allgemeinen überlebt man Flugzeugabstürze nicht. Also bin ich gespannt. Kein Wortspiel beabsichtigt. Was ist passiert? Nun, das passierte im Norden von Ontario, Kanada. Im Rahmen meiner Facharztausbildung arbeitete ich 1 Monat mit den indianischen Gemeinschaften. An diesem Tag wurde ich für einen Medevac mit einem kleinen Flugzeug eingeteilt. Es war eine Piper Aztec, um eine schwerkranke indianische Frau aus einem Gemeindekrankenhaus in Sioux Lookout zu transportieren. Ich sollte sie ins nächstgelegene große Krankenhaus in Winnipeg begleiten, was
war etwa eine Stunde mit dem Flugzeug entfernt. Die Patientin war sehr kritisch krank und intubiert. Es war notwendig, einen Ambubeutel zu verwenden, um sie am Atmen zu halten, und sie hatte intravenöse Zugänge in beiden Armen. Die Krankenschwester kümmerte sich um diese, während wir mit dem Sauerstofftank im Flugzeug waren. So klein war das Flugzeug. Vor uns saß der Pilot auf dem Co-Pilotensitz. Natürlich gab es einen Piloten und der Sauerstofftank war dort platziert. Es handelte sich um ein winziges Doppelschraubenflugzeug. Während des Fluges kümmerte ich mich um die Patientin und beachtete nicht genau, was der Pilot tat. Wenn du schon einmal in einem Propellerflugzeug warst, weißt du, wie laut und deutlich man die Motoren hören kann. Und so war ich nur etwa 3 Meter von jedem der Motoren entfernt, sodass ich das Geräusch beider Motoren wirklich hören konnte. Plötzlich hörte ich, dass das Geräusch eines der Motoren aufgehört hatte und der Propeller stotterte, als ich aus dem Fenster schaute und dem Piloten zurief, was ist los, was ist los? Und da war er drückte Hebel, zog an Dingen, machte irgendwas. Man konnte sehen, wie er verzweifelt versuchte, den kleinen Motor wieder in Gang zu bringen. Ich stand direkt hinter ihm und beobachtete alles, was er tat. Zum Glück gelang es ihm schließlich, den Motor wieder zum Laufen zu bringen. Gott sei Dank. Und dann, also ging ich zurück, um mich um den Patienten zu kümmern, und dann, ein paar Minuten später, hörte ich plötzlich, wie der linke Motor, der andere Motor, stotternd zum Stillstand kam. Und wieder dachte ich, was ist los, was ist los? Und wieder zog der Pilot an Hebeln, drückte auf Knöpfe, versuchte den Motor zu starten. Und dann fiel der rechte wieder aus, sodass wir keine Motoren mehr hatten. Jetzt meine Reaktion. Sofort war wahrscheinlich die gleiche wie bei den meisten Menschen. Sofortige, intensive Angst und Panik. Und ich erinnere mich, weil das Flugzeug abstürzte und wir in einem Schneesturm waren. Wir waren in einen wirklich schlimmen Schneesturm geflogen und es gab wirklich starken Wind. Und das Flugzeug, wenn du wissen willst, wie es ist, wenn ein Flugzeug abstürzt, es ist wie wirklich heftige Turbulenzen, wie die schlimmsten Turbulenzen, die ich je erlebt habe. Das Flugzeug hüpfte wie verrückt und stürzte Richtung Boden. Der Pilot versuchte es zu steuern, um zu verhindern, dass wir in Bäume krachen. Er versuchte uns zu lenken und eine Bauchlandung auf einem zugefrorenen See zu machen, um einen Aufprall auf Bäume zu vermeiden. Meine unmittelbare Reaktion war intensive Angst und Panik. Und ich erinnere mich, es sprang einfach aus meinem Herzen wie ein Reflex, wie, oh Gott, hilf mir, ich werde sterben. Und dieser Gedanke, und ich schätze, das ist nah genug an einem Gebet, denn das ist, als mein Nahtoderlebnis begann. Es war tatsächlich, bevor das Flugzeug den Boden berührte. Und so stürzte das Flugzeug weiter ab. Und plötzlich begann ich zu fühlen, es war wie ein Kraftfeld des Friedens, das auf mich herabstieg. Und es drückte buchstäblich meine Angst hinunter. Und ich fühlte dieses unglaubliche Gefühl von Ruhe und Frieden. Dann hörte ich eine männliche Stimme in meinem Kopf, die ich bis dahin noch nie gehört hatte. Die Stimme sagte klar und deutlich, sei still und wisse, dass ich Gott bin. Ich bin jetzt und immer bei dir. Und mit diesen Worten durchströmte mich ein unglaubliches, ich würde sagen, mystisches Gefühl des Friedens. Ich war noch bei Bewusstsein, das Flugzeug war noch nicht abgestürzt, dann drehte ich mich um die Patientin zu beruhigen. Sie war aufgewacht und sah mich mit äußerst verängstigten Augen an. Ich versicherte ihr mit absoluter Gewissheit, dass alles gut wird. Egal, ob wir leben oder sterben, ich war überzeugt, dass es gut enden würde. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich jedoch nicht, wie es ausgehen würde. Aber ich wusste in meiner Seele irgendwie, dass egal was passieren würde, es würde in Ordnung sein. Der Pilot, wirklich heldenhaft und danach gelobt, vermied den Absturz in die Bäume. Er landete mit eingefahrenem Fahrwerk auf einem teilweise gefrorenen See. Doch als das Flugzeug aufhörte, über das Eis zu rutschen und zum Stillstand kam, brach das Gewicht des Flugzeugs sehr schnell ein. Das dünne Eis tauchte ein und das Flugzeug sank in sehr tiefes Wasser. Also mussten wir alle aus dem Flugzeug raus.
Während das Flugzeug schnell sank, schaffte ich es, die Krankenschwester und den Patienten herauszuziehen. Die Krankenschwester herauszuziehen. Gemeinsam versuchten wir, den Patienten herauszuziehen, aber es gelang uns nicht. Sie war in der Tür des Flugzeugs eingeklemmt. Als das Flugzeug nach vorne kippte und unterging, ging der Pilot durch die andere Tür hinaus. Und dann, ich schaute mich um meine Situation zu bewerten und sah, dass wir abgestürzt waren. Das Flugzeug lag am Rand des Eises zwischen uns und dem nächsten Ufer. Eine Insel war etwa 200 Yards entfernt. Uns vom Land trennte offenes Wasser mit starker, schnell fließender Strömung. Der Ort, Teufelsschlucht genannt, liegt am Lake of the Woods bei Canora. Diese Bezeichnung rührt von der gefährlichen Strömung her, die sowohl im Sommer als auch im Winter tückisch ist, da das Eis dort nicht friert. Ich hörte die Stimme in meinem Kopf wieder, die sagte, schwimm zum Ufer, und ich erinnere mich, ich war, sagen wir mal, unerfahren mit spirituellen Erlebnissen und höherer Führung, denn was ich erinnere, ich stritt mental mit dieser Stimme. Nein, ich habe Rettungsschwimmen gelernt. Sie sagen, du sollst nicht zum Ufer schwimmen, du wirst ertrinken, wenn du schwimmst. Der Pilot rief, versuch auf das Eis zu kommen, versuch auf das Eis zu kommen. Anstatt auf meine innere Führung zu hören, wandte ich mich vom Ufer ab und schwamm zum Eis, um darauf zu gelangen. Doch das Eis war zu dünn und es war ein harter Kampf. Bedenke, es war Winter in Kanada, unter 0 Grad, mitten in einem Schneesturm mit starkem Wind. Ich trug einen schweren Wintermantel und Winterstiefel im Wasser. Sie zogen mich wie tote Gewichte nach unten. Es kostete viel Energie, nur an der Oberfläche zu bleiben und auf das dünne Eis zu gelangen, was jedoch nicht möglich war. Die Stimme wiederholte, schwimm zum Ufer. Schließlich beim 3. Mal sagte sie, schwimm zum Ufer. Ich hörte schließlich auf zu kämpfen, drehte mich um und begann zum Ufer zu schwimmen. Es war ein langer und schwieriger Weg. Auf halbem Weg vertiefte sich meine Nahtoderfahrung. Plötzlich hörte ich wieder das rauschende Geräusch wie beim Kundalini-Erwachen. Dann fand ich mein Bewusstsein etwa 20 oder 30 Fuß über meinem Körper. Es war kompliziert, denn mein Körper lebte noch und versuchte weiterhin zum Ufer zu schwimmen. Es war also tatsächlich so, als ob mein Bewusstsein an 2 Orten gleichzeitig war. Ich vergleiche es mit einem geteilten Bildschirm, bei dem man das große Bild und das kleine Bild hat. Der Großteil meines Bewusstseins war über meinem Körper, vielleicht 20 oder 30 Fuß über meinem Körper. Dennoch gab es auch das kleine Bild, einen Teil meines Bewusstseins, der in meinem physischen Körper war und verzweifelt versuchte, gleichzeitig ans Ufer zu schwimmen. Dann geschah Folgendes. Der Großteil meines Bewusstseins ging höher und ich gelangte an diesen Ort oder Bereich oder Bewusstseinszustand. Es ist schwer zu sagen, wie man es nennen soll. Das war dieser unglaubliche Ort, Zustand, Bereich, erfüllt mit wunderschönem, weichem, weißem Licht, glitzernd und hell. Es war ein dunkler und stürmischer Tag in der Welt da unten. Aber wohin ich ging, war dieser unglaubliche, wunderschöne weiße See, von dem wir jetzt von anderen Menschen mit Nahtoderfahrungen gehört haben. Aber damals hatte ich davon nichts gehört. Ich hatte nichts über Nahtoderfahrungen gelesen. Doch für mich war der tiefgreifendste Teil dieser Erfahrung nicht das Licht, sondern die Liebe. Es war die unglaubliche, perfekte, kraftvolle, bedingungslose Liebe, die einfach durchdrang. Ich fühlte mich wie zu Hause. Ich spürte, dass dies der Ort war, zu dem ich gehörte. Während ich im Reich des Lichts war, wusste ich einfach Dinge. Keine Stimme erklärte sie mir. Nein, nichts dergleichen. Obwohl ich für einen Moment ein Gesicht aus Licht sah, ein leuchtendes Gesicht aus Licht, das sich dann in den wolkenartigen Rand verwandelte. Aber irgendwie hat meine Seele Dinge aufgenommen oder gewusst,
und was meine Seele wusste oder erinnerte. Ich wusste einfach, es ist schwer zu sagen, dass ich wusste, dass diese unglaubliche Liebe, die ich war, das Gefühl war die Liebe der höheren Macht oder was ich gelernt hatte, Gott zu nennen. Doch was ich erlebte, das Gott war überhaupt nicht so wie ich. Gelehrt wurde, dass Gott angeblich sei. Es war nicht wie ein alter Mann mit einem langen weißen Bart, der auf einem Thron sitzt und mich richtet, wenn du gut warst, schlecht warst, was mir beigebracht wurde. Aber was ich tatsächlich erlebte, war die höhere Macht, wie auch immer du sie nennen willst, Allah, Brahman, die Kraft, ich benutze das Wort Gott, dass die höhere Macht wie ein unendlich intelligentes, unendlich präsentes, unendlich liebendes Kraftfeld war, das die gesamte Realität durchdringt, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und während ich im weißen Licht war, wusste ich in meiner Seele, dass es keine Rolle spielte, ob mein Körper, der noch ums Ufer kämpfte, lebte oder starb, denn ich als das, was ich bin, würde weiterleben. Selbst wenn mein Körper da unten es nicht schafft, ans Ufer zu kommen. Wir werden eine ganze Menge an Zufällen und Wundern erleben. Ich spreche darüber in meinem neuen Buch Seelenlektionen aus dem Licht. Das ist mein neues Memoirenbuch, das gerade herausgekommen ist. Ich erzähle von all den Wundern, die zu meiner Rettung führten, aber ich werde die Geschichte etwas abkürzen, damit wir Zeit haben, auf einige meiner neueren Nahtoderfahrungen einzugehen, die heroisch durch eine Reihe von Zufällen und Wundern geschah es, dass ich ans Ufer schwimmen konnte. Ich schaffte es und auch der Pilot, dass ein Hubschrauber zufällig etwa 5 Meilen von unserer Absturzstelle entfernt gelandet war. Und zufällig war ein Air Canada Flugzeug direkt über uns, das unser Mayday-Signal beim Absturz hörte und die Nachricht weiterleitete. Hubschrauberpiloten, die sich eigentlich gar nicht kannten, sie trafen sich nur, weil sie am Boden waren, stiegen in den Hubschrauber, suchten nach uns, fanden uns und konnten uns ins nächstgelegene Krankenhaus fliegen. Und ich erinnere mich. Gut, bevor du die Nahtoderfahrung abgebrochen hast, als du in dieser anderen Welt warst. Wie bist du zurück in den Körper gekommen? Wie endete das? Ich werde es dir gleich erzählen. Gut. Okay, weil ich immer noch außerhalb meines Körpers bin. Teilweise in meinem Körper. Während der Rettung beobachte ich von oben, wie sie auf der Krankenhausauffahrt landen und das Notfallpersonal mit ihren Tragen herauskommt und mich auf eine Trage legt. Sie bringen mich in die Notaufnahme und schließlich haben sie mich wiederbelebt, weil ich unterkühlt war, fast erfroren und beinahe ertrunken. Und sie haben mich aufgewärmt, indem sie meinen Körper wieder erwärmten, mich in das heiße Whirlpoolbad in der Physiotherapieabteilung legten. Dort fühlte ich, wie mein Bewusstsein in meinen Körper zurückkehrte. Und wie diese Erfahrung war wie im Fernsehen zeigten sie einen Dschinn, der in eine Flasche gesogen wurde. Plötzlich wurde ich aus dem großen Raum über meinem Körper hineingesogen. Es fühlte sich an, als ob ich durch meinen Kopf in meinen Körper gezogen wurde. Dann war ich zurück und rieb meine gefrorenen Hände im heißen Wasser an meinen Beinen und sagte, ich bin zurück, ich werde leben, ich werde leben. So bin ich also in meinen Körper zurückgekehrt. Nun, es hat wirklich lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, was das überhaupt war und diesem Erlebnis einen Namen geben konnte. Ich erinnere mich, als ich darüber sprach. Wegen der Erfrierungen war ich einige Monate arbeitsunfähig, dann das Ertrinken und alles. Die Auswirkung war so tiefgreifend auf mich, und positiv und spirituell. Ich fühlte, dass ich Liebe mitgebracht hatte. Es war, als wäre ich betrunken vor Liebe und strahlte nur so. Ich beobachte die Eichhörnchen in meinem Vorgarten spielen und ich fühlte Wellen der Liebe für die Eichhörnchen oder für die Kinder auf der Straße. Ich strahlte einfach Liebe aus. Doch auch erhielt ich sie zurück. Erhöhte Fähigkeit zu vergeben.
Mein Vater und ich stritten viele Jahre lang, wie es junge Leute eben tun, und sprachen nicht miteinander. Nach dieser Erfahrung rief ich ihn an und sagte, Papa, ich liebe dich, lass uns Freunde sein. So haben wir uns versöhnt. Und wir hatten 7 wunderbare Jahre einer liebevollen Vater-Tochter-Beziehung, bevor er starb. Ich bin so dankbar. Es fühlt sich an wie ein Geschenk Gottes, dass ich aus dieser Nahtoderfahrung bekam, diese 7 kostbaren Jahre mit meinem Vater zu haben. Und, sehen Sie, nichts an ihm hatte sich geändert. Er war immer noch, was auch immer es war, das mich früher so sehr an seiner Persönlichkeit störte. Ich hatte mich verändert. Diese Kleinigkeiten waren mir nicht mehr wichtig. Was zählte, war die Liebe, die wir teilten. Nach dieser Erfahrung hatte ich weitere Veränderungen, von denen ich jetzt weiß, dass es mein erstes Nahtoderlebnis als Erwachsener war. Eine davon war, dass ich meine Angst vor dem Tod völlig verlor, weil ich absolut wusste, dass wir alle weiterleben werden. Nicht nur ich, sondern wir alle. Nach unserem Tod werden wir weiterleben. Zweitens wusste ich absolut, dass die höhere Macht real war. Egal, welchen Namen wir ihm geben, ob wir daran glauben oder nicht, es ist real. So ähnlich wie die Schwerkraft, könnte man sagen. Doch, sie ist real und funktioniert, ob du daran glaubst oder nicht. Und es spielt keine Rolle, welchen Namen wir der höheren Macht geben. Ich kehrte mit einer erweiterten spirituellen Perspektive zurück. Mir wurde klar, dass alle Religionen der Welt versuchen, dieselbe Wahrheit zu verstehen, aber es war wie das Besteigen von Bergen aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie hatten also unterschiedliche Perspektiven, je nachdem, aus welchem Winkel sie kletterten. Doch sobald man den Gipfel erreicht, entdeckt man, oh, es ist dasselbe. Eine Quelle, die wir alle zu verstehen versuchen. Derselbe Gipfel, die Erkenntnis unserer wahren Natur. Lassen Sie mich also fragen, als Sie zurückkamen, wie haben Sie psychologisch die Erfahrung verarbeitet? Zweitens, wie Sie sagen, Sie sind anders und mit einer anderen Energie zurückgekehrt. Wie haben Ihre Freunde, Kollegen und Familie auf diese Veränderung reagiert, als Sie aus dieser Nahtoderfahrung oder Ihrer neuen spirituellen Version herauskamen? Hat die Welt Sie akzeptiert oder abgelehnt? Nun, ich würde sagen, es hat mich etwa 12 Jahre in den Schrank gezwungen. Okay, also hat es das? Ja, das tat es. Ja, weil ich versucht habe, mit Leuten über das zu sprechen, was ich erlebt hatte, aber ich bekam einfach kein Verständnis oder Bestätigung oder sogar Unterstützung um mich herum. Als ich versuchte, mit meinen medizinischen Kollegen zu sprechen, sie wussten alle, dass ich nicht verrückt war, aber sie hörten zu und sagten, weißt du, Yvonne, es muss eine Halluzination gewesen sein, ausgelöst durch ein Elektrolytungleichgewicht oder niedrigen Blutzucker. Als Ärztin hatte ich viele Patienten mit niedrigem Blutzucker und Elektrolytstörungen gesehen. Doch keine von ihnen hatte lebensverändernde spirituelle Erfahrungen wie diese. Also lernte ich nicht mehr darüber zu sprechen und scheinbar genauso bei Familie und Freunden. Nur um sicher zu gehen, musste ich aufhören, darüber zu sprechen. So wurde ich zu einem heimlichen Mystiker. Also war ich im Verborgenen und ich führte ein Doppelleben. Das war mein äußeres Wissen. Hier war ich ein Arzt in der Praxis und mit einer Fakultätsposition an der Universität von Toronto. Sehr erfolgreiche medizinische Karriere. Mein Leben im Verborgenen war, dass ich ein Mystiker und spiritueller Sucher war. Ich meditierte leidenschaftlich, las jedes Buch über mystische Erfahrungen, außerkörperliche Erfahrungen, Nahtoderfahrungen, psychische Erwachungen, Kundalini-Erweckungen aus verschiedenen Traditionen synchronistisch. 1977 reiste ich mit meiner Meditationsgruppe nach Indien und traf Gopi Krishna, der über Kundalini-Erweckung sprach und mich in das yogische Bewusstseinsmodell einführte. So fand ich, dass das yogische Bewusstseinsmodell tatsächlich das beste Modell war, um zu verstehen, was mit mir geschah. Da ich begann, wiederholte Erfahrungen zu machen, verschiedene Arten von psychischen Phänomenen und manchmal mystische Visionen während der Meditation. Im yogischen Modell wird verstanden, dass dies Teil unseres spirituellen Entfaltungsprozesses ist. In den 80er Jahren wurde ich erstmals mit den Schriften von Paramahansa Yogananda eingeführt, was mir ein tieferes, erfahrungsbasiertes Verständnis vermittelte, als ich seinen Meditationstechniken folgte.
Eine weitere wichtige Quelle, die mir half, waren Patanjalis Yoga-Sutras, die Bewusstseinszustände während des spirituellen Erwachens beschreiben. Das verstehe ich. Ich erlebe das gerade, ja, ich verstehe, ich erlebe das intensiv. Also führte ich so eine Art Doppelleben. Aber etwas Interessantes geschah in diesen 10 bis 12 Jahren, in denen ich beruflich im Verborgenen war. Die Leute hörten von mir und es kamen immer mehr Menschen aus dem Nichts, die mich in meiner Praxis als Patienten sehen wollten. Und dann waren sie im Verborgenen über ihre spirituellen Erfahrungen und suchten jemanden, der sie in ihren spirituellen Erfahrungen bestätigte. So begann ich, diese klinische Erfahrung zu entwickeln, zusätzlich zu meiner Forschung und dem Lesen darüber. Ich studierte bei verschiedenen spirituellen Lehrern, um mehr zu lernen. Also, ich hatte meine persönlichen Erfahrungen. Ich hatte jetzt meine klinische Erfahrung von all diesen Menschen, die mir ihre spirituellen Erwachensgeschichten erzählten und alles, was ich durch meine Forschung gelernt hatte. Dann im Jahr 1990 hatte ich eine sehr starke mystische Erfahrung, die ich in meinem Buch beschreibe. Ich nenne es meine berufende mystische Erfahrung, weil ich auf den Sanddünen in Monterey, Kalifornien spazieren ging. Ich war gerade auf einer Konferenz über Kundalini gewesen und ich war gebeten worden, über Kundalini zu sprechen, weil die Leute gehört hatten, dass ich nach Indien gereist war und von Gopi Krishna über Kundalini gelernt hatte. Und wir hatten am Abend einen Gesprächskreis gemacht, ein Freund und ich. Und wir sagten, wenn jemand mit uns über seine Erfahrungen sprechen möchte, stehen wir zur Verfügung, um über eure Erfahrungen zu sprechen. Das war also 1990 und wir wussten nicht, ob überhaupt jemand kommen würde, aber wir wurden überflutet. Es waren so viele Menschen da und wir teilten uns in Gruppen auf. Jeder in meiner Gruppe erzählte mir dann nacheinander von seinem spirituellen Erwachen und seinen Kundalini-Erfahrungen. Sie berichteten, wie sie falsch diagnostiziert, als pathologisch abgestempelt, für verrückt erklärt, in die Psychiatrie eingewiesen oder von der Kirche als Werk des Teufels bezeichnet wurden. Das heißt, diese Erfahrungen haben mich tief berührt und mein Herz geöffnet. Ich war zutiefst bewegt und ich ging danach auf den Sanddünen in Monterey, Kalifornien und plötzlich fühlte ich mich so ein Kraftfeld aus Licht auf mich herabstieg und mein Bewusstsein aufbrach. Und wo mein Kopf früher war, wurde es wie eine Sonne, die Licht in alle Richtungen strahlte. Und ich hörte keine Worte gesprochen. Aber in diesem leuchtenden Bewusstseinszustand. Ich wusste plötzlich einfach so, dass ich gerufen wurde, dass es war an der Zeit, aus dem Schrank zu kommen. Ich sollte ein Fürsprecher für Erlebende werden, da die medizinische Profession Schaden anrichtet, indem sie Menschen wegen spiritueller Erfahrungen als verrückt bezeichnet. Die Öffentlichkeit richtet ebenfalls Schaden an, indem sie Menschen als verrückt bezeichnet, und die Kirchen richten Schaden an, indem sie es als Werk des Teufels bezeichnen. Diese Erfahrung hat tiefgreifend den Verlauf meines restlichen Lebens verändert. Nach meiner Rückkehr von der Konferenz in Kalifornien habe ich meine medizinische Praxis öffentlich auf die Beratung und Forschung von Menschen spezialisiert, die Nahtoderfahrungen und andere spirituell transformierende Erfahrungen gemacht haben. Seitdem hat sich mein Lebensweg verändert. Wow, das ist erstaunlich. Es gab eine Sache, über die wir sprachen, bevor wir über deine letzte Nahtoderfahrung sprachen, bei der du wirklich aufhören musst zu sterben. Ernsthaft. Ich weiß, dass die Geschenke sind und so. Eigentlich freue ich mich darauf, denn es ist auf der anderen Seite viel schöner als hier, das kann ich dir sagen. Erzähl mir ein bisschen von deinem letzten Nahtoderlebnis. Mein jüngstes Nahtoderlebnis ereignete sich am 8. November 2003. Und bei diesem Nahtoderlebnis war ich tatsächlich für eine Zeit lang komplett tot. Und jetzt bin ich wieder da. Und was passiert ist, ich war an den Niagara-Fällen, Ontario, und ich werde 2 Stunden vor meinem Tod beginnen. Ich wohne etwa 2 Stunden von den Niagara-Fällen, Ontario entfernt
und ich gehe gerne dorthin wegen des Wasserfallgeräuschs. Ich besuche die Plattformen und Tunnel darunter und meditiere dort gerne wegen des beruhigenden Geräuschs und der Vibration, die wie die Om-Vibration im Inneren sind. Und wenn ich meditiere, finde ich, dass ich sehr schnell sehr tief gehe. Also wie üblich ging ich an diesem Abend zu den Niagara-Fällen, stand am Fuße der Fälle und meditierte tief und schnell. Ich hielt mich am Geländer fest, blickte auf die Fälle und tauchte plötzlich in einen Zustand gesegneter Gemeinschaft ein. Augen offen, Augen geschlossen. Ich war in Einheit mit dem spirituellen Reich, als mir ein Lichtwesen erschien, Mahavatar Babaji, das telepathisch oder mental mit mir kommunizierte. Willkommen zu Hause. Ich fühlte mich so gesegnet, so voller Freude. Es ist möglich, Einheit, Bewusstseinsvereinigung zu erleben, während man noch informiert ist. Es ist möglich. Wenig wusste ich, dass ich 2 Stunden später sterben würde. Und ich frage mich jetzt, und deshalb habe ich mit dem begonnen, was passiert ist, ob dies einfach meine Zeit war, karmisch, um ein wenig Nirvikalpa Samadhi zu erleben oder Einssein, spirituelles Einssein, oder ob dies meine End-of-Life-Erfahrung war, weil so viele Menschen jetzt beschrieben haben, wie am Ende des Lebens von Menschen für ein paar Stunden oder manchmal für ein paar Tage. Es ist, als ob der Schleier dünn ist und sie mit Verstorbenen oder Geistern auf der anderen Seite sprechen. Also, das könnte meine End-of-Life-Erfahrung gewesen sein. Jedenfalls, also war ich immer noch in diesem Zustand der Gemeinschaft, als ich starb. 2 Stunden später rutschte ich auf schwarzem Eis aus, fiel und schlug mit dem Kopf auf. Ich erlitt eine schwere traumatische Hirnverletzung mit einer Gehirnblutung, die beide meine Frontallappen zerriss. Sofort wurde mein Geist von einer Kraft, die größer war als ich selbst, aus meinem Körper gerissen. Und ich fand mich schnell aufwärts durch einen dunklen Raum eilend. Manche Leute würden es einen Tunnel nennen, aber für mich fühlte es sich wie ein dunkler Raum an. Und dann näherte ich mich. Es war wie eine Tür, strahlend weiß. Licht für das Astrale, Himmel, das Reich des weißen Lichts. Ich wusste genau, wo ich war, wohin ich ging, und ich wollte dort sein, weil ich aus meiner vorherigen Nahtoderfahrung das Reich des weißen Lichts kannte. Dieses Mal waren 2 Lichtwesen da, die wie an der Tür warteten und mich willkommen hießen. Es waren Heilige aus meiner speziellen spirituellen Tradition, Paramahansa Yogananda und Mahavatar Babaji. Als ich das Reich des weißen Lichts betrat, fühlte ich unglaubliche Freude, Liebe und Willkommen. Die beiden kommunizierten telepathisch, dass mein physischer Körper gestorben war und meine Inkarnationsarbeit als Doktor war beendet. Yvonne Kaison war abgeschlossen. Es fühlte sich an wie eine Feier im Licht, eine Art Abschluss oder Geburtstagsfeier. Ich war der Ehrengast, hatte es geschafft, und andere waren ebenfalls anwesend. Lichtwesen dort, aber ich konnte keine Gesichter oder Merkmale erkennen. Es gab nur dieses unglaubliche Gefühl von Liebe und Freude. Und dann erinnere ich mich, dass wohl ein kleiner Teil meines Ego-Bewusstseins noch an mir hing. Es war wie diese kleine Teufelsstimme auf deiner Schulter, wie im Fernsehen. Dieser Teil sagt, oh, oh, jetzt die Lebensrückschau, weil ich genug über Nahtoderfahrungen gelernt hatte, um zu wissen, dass Menschen oft eine Lebensrückschau bekommen, wenn sie tatsächlich sterben. Ich habe versucht, ein gutes Leben zu führen, aber wer hat keine Fehler gemacht? Also wusste ich nicht, was ich erwarten würde. In meinem Lebensrückblick gezeigt bekommen würde. Und es war so unglaublich und schön, weil die Heiligen, sie konnten meine Gedanken lesen. Und sie drehten sich um und warfen mir nur einen Blick zu. Mit diesem Blick kam eine unglaubliche Übertragung des Verständnisses, und es war, als ob dieser Zweifel wie ein Wimpernschlag verschwand. Staub auf meiner Schulter, und dieser Blick hat ihn einfach weggeblasen, einfach weg.
Das übermittelte Verständnis war die tiefe Liebe und das Verständnis der höheren Macht, viel größer als die eines liebevollen Elternteils, der, wenn ein Kind lernt, dass Fehler Teil des Lernens sind. Ähnlich wie ein Kind, das das Laufen lernt, wird stolpern, hinfallen, sich verletzen, aber der liebevolle Elternteil umarmt es. Kind ermutigt das Kind, sagt liebevoll, du kannst es noch einmal versuchen. Nächstes Mal wirst du es besser machen. Das die Art von Liebe, mit der ich empfangen wurde. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Und so. Mein Herz, meine Seele und mein Geist öffneten sich und ich badete einfach in dieser unglaublichen, ungebremsten, bedingungslosen, totalen Liebe. Dann verschob sich mein Bewusstsein oder mein Gewahrsein. Schwer zu beschreiben, was auf der anderen Seite passierte. Aber es war, als ob ich mich verschob und aus einem visuellen Zustand in einen des Wissens und Verstehens unglaublich weitreichend. Mein Bewusstsein schien sich von einem 2-Gig Minicomputer zu einem riesigen Megacomputer zu erweitern. Es konnte riesige Informationsmengen auf einmal aufnehmen. Es war, als ob ich sofort, erinnerte ich mich an all meine vergangenen Leben. Es war wie, oh, natürlich, ja, jetzt erinnere ich mich. Wie konnte ich das vergessen? Ein Aha-Moment für meine Seele, denn plötzlich mit Erinnerung an all meine vergangenen Leben ergab meine Inkarnation als Dr. Yvonne Kisson Sinn, denn mein Leben schien stets seltsam. Hier bin ich bin dieser kleine Arzt, praktiziere in Toronto, Kanada und ich hatte 5 Nahtoderfahrungen, Kundalini-Erweckung, mystische Erlebnisse, Hellsehen, Hellhören, Rückerinnerung an frühere Leben, was auch immer. Ich schrieb das Buch über spirituell transformierende Erfahrungen, weil ich sie alle hatte. Und als ich auf der anderen Seite war, sah ich, dass es aus weltlicher Ego-Perspektive vielleicht seltsam erschien für diese kleine Person hier in Toronto, aber aus Seelenperspektive ergab es vollkommen Sinn, weil meine Seele einfach weitermachte, so wie ich in früheren Leben war. Dies ist nicht meine erste Inkarnation mit Nahtoderfahrungen. Dies ist nicht meine erste Inkarnation als Mystiker. Dies ist nicht meine erste Inkarnation mit einer Kundalini-Erweckung. So war ich schon in vielen Inkarnationen. Es war einfach. Plötzlich fühlte es sich an, als hätte ich mich selbst gefunden. Und es war, als würde meine Seele in meine Haut passen. Das ist die beste Beschreibung. Es ist, als ob ich mich jetzt erinnere, wer ich wirklich bin. Jetzt erinnere ich mich, wer ich wirklich bin. Und es war eine tiefe und tiefgreifende Erfahrung. Vieles auf der anderen Seite ist schwer in Worte zu fassen, doch eine Sache möchte ich noch erklären, die ziemlich bemerkenswert über die Zeit auf der anderen Seite, was die Zeit betrifft, ist, dass die Zeit, ich war mir sehr bewusst, dass die Zeit auf der anderen Seite nicht so verging, wie wir sie hier auf der Erde erleben. Dass wir hier auf der Erde die Zeit linear erleben. Also es gibt die Vergangenheit, dann kommt die Gegenwart, dann kommt die Zukunft und wir erleben sie nacheinander. Aber auf der anderen Seite habe ich die Zeit überhaupt nicht so erlebt. Ich nenne es zeitlose Zeit, weil es dieses Gefühl gab, dass die Zeit fließend war und sich biegen konnte und dass aus dem Bewusstseinszustand auf der anderen Seite Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig wahrnehmbar waren. Und es war nur eine Frage, wohin ich den Fokus meiner Konzentration legte, ob ich das wahrnehmen würde, was wir hier auf der Erde als Vergangenheit wahrnehmen, oder das, was wir hier auf der Erde als Gegenwart sehen, oder das, was wir hier auf der Erde als Zukunft wahrnehmen. Denn dort drüben ist es fast so, als ob alles gleichzeitig passiert
oder alles gleichzeitig betrachtet werden kann, aber mit dem Verständnis, dass es hier unten in linearer Weise erlebt wird. Jedenfalls nach einer Periode dessen, was ich zeitlose Zeit nenne, weil das Zeitgefühl auf der anderen Seite sehr anders ist, erschienen mir plötzlich die beiden Lichtwesen, Paramahansa Yogananda und Mahavatar Babaji, wieder und kommunizierten telepathisch mit mir. Du kannst jetzt wählen, im Körper eines Babys zu inkarnieren, um dem Göttlichen weiter zu dienen, und oder zurückzukehren in den verstümmelten Körper. Und mein Herz war weit offen. Ich war in einem Zustand völliger Offenheit, Vertrauen, Hingabe, im Wissen um den göttlichen Plan für jede Seele. Es schien, als ob mein Herz antwortete, während mein intellektueller Verstand im Hintergrund ruhte. Es war mein Herz, das sprach. Und was aus meinem Herzen kam, war: O Meister, bitte führt mich. Was ist die bessere Wahl? Ich will Gottes Willen tun. Und so liebevoll. Wie ein telepathischer Gedanke so exquisit liebevoll sein kann, ist schwer zu beschreiben, aber es war telepathisch. Mit dieser exquisiten Liebe und Zärtlichkeit, sie kommunizierten telepathisch mit mir. Es wird schwieriger sein. Aber zurückzukehren in den verletzten Körper und so fort. Mein Ego hat sich nicht eingemischt und keine Fragen gestellt, wie: Was meinst du mit schwieriger? Nichts dergleichen. Ich war einfach in einem Zustand des Vertrauens, der Offenheit und Hingabe, dass meine Seele sofort antwortete: Ich akzeptiere. Und zack. Es ging so schnell. Es war schneller als der Gedanke selbst, weil es zwischen dem Gedanken Ich und dem Gedanken Akzeptiere das war. Mit einem Keuchen fand ich mich plötzlich in meinem zuvor toten Körper wieder, atmete Leben zurück hinein, lag auf dem Boden in den Niagara-Fällen. Und für die ersten paar Minuten ist es schwer zu sagen, weil mein Zeitgefühl völlig... Ich konnte beide Reiche gleichzeitig sehen. Es war wie ein Doppelbild, bei dem beide übereinander lagen. Ich sah das Reich des weißen Lichts vollständig. Die zwei Meister waren direkt bei mir, als würden sie mich zurück in meinen Körper führen. Und ich konnte das physische Reich um mich herum sehen, indem ich erwachte. Und dann, allmählich begann das Reich des weißen Lichts langsam aus meinem Blickfeld zu verschwinden, bis es nur noch ein Punkt in meiner Wahrnehmung war, der noch immer präsent ist. Dieser Punkt war wie ein Rettungsring, der mir durch die sehr schwierigen Jahre half, die folgten, nachdem ich in meinen zuvor toten Körper zurückgekehrt war. Denn ich kehrte in einen Körper zurück, der durch eine schwere, traumatische Hirnverletzung beeinträchtigt war, nicht wahr? Und ich war behindert für mehr als 12 Jahre. In der Medizin dauert es 2 bis 3 Jahre, um sich von einer neurologischen Verletzung zu erholen. Ohne Genesung ist der Schaden dauerhaft. Ich musste mit der Zeit akzeptieren, obwohl ich alles gemacht habe, was man sich vorstellen kann, alle komplementären Therapien, traditionelle Therapien, Neurorehabilitation. Ich war 7 Jahre lang in der Neurorehabilitation und habe versucht, besser zu werden. Aber ich musste akzeptieren, dass ich aus welchem Grund auch immer im göttlichen Plan jetzt eine behinderte Person war. Und ich dachte, mein weltliches Leben sei komplett vorbei. Ich konnte keine öffentlichen Vorträge mehr halten. Ich konnte keine Bücher schreiben. Ich konnte nicht mehr als Arzt praktizieren. Ich konnte nicht einmal mehr eine Tastatur an meinem Computer benutzen. Diese Fähigkeit hatte ich verloren und es gab alle möglichen Herausforderungen. So akzeptierte ich schließlich, dass dies der Weg war und dass ich durch Gebet und Meditation dienen würde, der einzige Weg, wie ich dienen konnte. Ich konnte nicht mehr in der äußeren Welt dienen. Dieses Kapitel war vorbei. Nun versuchte ich, das Beste aus meiner Behinderung zu machen und diente durch Gebet und Meditation. Also konzentrierte ich mich intensiv darauf, das Meditieren wieder zu erlernen, eine Fähigkeit, die ich durch die Hirnverletzung verloren hatte. Es dauerte viele, viele Jahre, bis ich wieder meditieren konnte. Und dann, gerade wenn du denkst, du kennst Gottes Plan für dein Leben, überrascht dich Gott. Denn alles änderte sich plötzlich, mehr als 12.
Jahre nach meiner Behinderung am 24. Februar 2016 meditierte ich in Encinitas, Kalifornien, an einem heiligen Ort, wo der Rückzugstempel steht. Hier ging Paramahansa Yogananda in Samadhi und kommunizierte mit Gott. Ich liebe es, an solchen Orten zu meditieren, da es mir hilft, schnell in die Tiefe zu gehen. An diesem Tag erlebte ich während meiner Meditation ein Wunder. Plötzlich brach ein flüssiges Licht im Zentrum meines Gehirns aus, das ich innerlich wahrnahm. Es war, als ob das Zentrum meines Gehirns 12 Jahre lang in Dunkelheit gewesen wäre. Und plötzlich gingen die Lichter an und es war leuchtend mit Licht, dieses flüssige Licht, das darin floss. Und subjektiv fühlte es sich an wie ein Erwachen. So, mein Gehirn war nach 12 Jahren Schlaf erwacht. Und gleichzeitig kamen all diese Ideen, als ob ein Schleusentor geöffnet worden wäre. Denn mein Langzeitgedächtnis, mein Einfühlungsvermögen, mein Urteilsvermögen, die Festplatte meines Gehirns war intakt, doch Tastatur und Bildschirm beschädigt. Daher war der Zugriff auf die Festplatte unmöglich. Doch plötzlich, mit diesem Wunder, war sie wieder zugänglich. Tastatur und Bildschirm funktionierten wieder. Die Schleusen öffneten sich und all diese Ideen, die ich in meinen zukünftigen Büchern teilen sollte, strömten durch mein Bewusstsein. Ich bekam die starke innere Führung, weiterzugeben, was du gelernt hast. So begann ich leidenschaftlich zu schreiben nach dieser Gehirnheilung. Mein erstes Buch über meine Schulter, Sie wurden vom Licht berührt, wurde 2019 veröffentlicht. Eine Zusammenstellung von über 100 Geschichten von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ihre spirituellen Erwachensgeschichten und verschiedenen spirituell transformierenden Erfahrungen. Das zweite Buch, das ich nach meiner Gehirnheilung geschrieben habe, ist gerade erschienen, Seelenlektionen aus dem Licht. Meine persönliche spirituelle Erwachensgeschichte mit Details zu einigen Höhepunkten, die ich erlebt habe. Für mich ist dieses Buch wirklich besonders aus 2 Gründen. Erstens, weil es das Produkt des Wunders ist. Ich hätte dieses Buch nicht schreiben können, ohne das Wunder der Heilung, das ich 2016 erlebt habe. Und ich stehe hier als lebendiges Zeugnis für die Menschen. Ich sage den Leuten gerne, wenn ich jetzt spreche, dass egal welche Herausforderungen man im Leben hat, weil Menschen haben unterschiedliche Herausforderungen, aber jeder hat Herausforderungen, gibt niemals die Hoffnung auf, denn man weiß nie. Wissen Sie, wann die göttliche Hand eingreifen und Sie überraschen könnte und ein Wunder geschehen könnte? Ich bin ein lebendiges Zeugnis dafür, dass Wunder geschehen. Ich bin der Beweis. Yvonne, deine Geschichten waren, um es gelinde auszudrücken, transformativ. Sie waren sehr unterhaltsam. Du bist sehr unterhaltsam. Du hast eine wunderbare Energie. Ich liebe dein Lachen. Es ist auch wunderbar. Ich werde dir ein paar Fragen stellen, die uns alle betreffen. Wie definierst du ein erfülltes Leben? Ich denke, ein erfülltes Leben zu führen bedeutet aus erster Hand deine direkte Beziehung mit der liebenden, höheren Macht und in der Lage zu sein, ein Instrument des Göttlichen zu sein in welcher kleinen Weise auch immer der Geist dich dazu aufruft. Das erfüllt mich. Wenn du in eine Zeitmaschine steigen und in die Vergangenheit reisen könntest, um mit deinem jüngeren Selbst zu sprechen, welchen Rat würdest du geben? Ich würde ihr sagen, alles wird gut, alles wird in Ordnung sein. Wie definierst du Gott? Wie definiere ich Gott? Basierend auf meinen persönlichen Erfahrungen mit Gott und nicht auf einem Buch definiere ich Gott. Meine Erfahrung von Gott ist eine unglaubliche, liebevolle Kraft mit unendlicher Intelligenz, die einen wunderschönen Plan für uns alle hat, um vielfältige und interessante Erfahrungen zu machen, während unsere Seelen lernen und wachsen durch viele Inkarnationen über viele Leben.
Es ist der göttliche Plan dieser liebevollen Intelligenzkraft, dass wir alle ein glückliches Ende haben werden, dass wir letztendlich unseren Weg nach Hause finden. Wir könnten uns eine Weile, lange Zeit verirren, aber das ist, was ich wahrgenommen habe, und das ist die Schönheit des göttlichen Plans, dass wir letztendlich alle nach Hause kommen werden. Und indem wir den kleinen Hinweisen und Spuren folgen, die der Geist uns durch Flüstern oder manchmal durch explosive Erfahrungen zu geben versucht, wird uns geholfen, einen Weg zu finden, der uns zu diesem vollen Bewusstsein unserer wahren Natur als Kinder Gottes führt. Und wo können die Leute mehr über dich und deine Arbeit erfahren? Alles klar, ich habe es gefunden. Vor ein paar Jahren gründete ich Spiritual Awakenings International. Es war erneut ein Ruf des Geistes, diese Organisation ins Leben zu rufen. Und sie ist gewachsen und hat sich entfaltet. Wir haben jetzt Abonnenten aus 78 Ländern weltweit, was mich einfach umhaut, und ich denke, es bestätigt, dass spirituelle Erwachungen überall auf der Welt geschehen. Unsere Website ist spiritualawakeningsinternational.org und Sie können mich dort erreichen oder sich über unsere Veranstaltungen informieren. Wir haben monatliche Vortragsveranstaltungen, bei denen Menschen über ihre spirituellen Erwachungserfahrungen sprechen. Wir haben Gesprächskreise auf Englisch und Spanisch und wir haben diese großartige Konferenz im Juni, am 10. und 11. Juni. Eine Online-Konferenz, kostenlos auf Spendenbasis. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie meine Website spiritualwhitenesseinternational.org. Interessiert an meinem Buch? Besuchen Sie drevonkaseon.com oder drivonekason.com. Mein Buch heißt Seelenlektionen aus dem Licht. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Haben Sie noch eine abschließende Botschaft für das Publikum? Ja, meine abschließende Botschaft bleibt: Gib die Hoffnung niemals auf. Ich bin ein lebendiges Zeugnis für Wunder. Wenn es mir passieren konnte, kann es auch dir passieren. Man weiß nie. Dr. Yvonne, vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichten, Ihren Mut und Ihre Erfahrungen teilen und für all die großartige Arbeit, die Sie leisten. Nochmals vielen Dank, meine Liebe. Danke. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.